Ja, gleich geht's los mit einer neuen Folge von MTV Home, der zweitbesten Sendung nach, wenn der Postmann dreimal klingelt. Heute mit diesen Themen. Tony, the only one, Hawk, meine Damen und Herren. Er ist jetzt schon eine Legende am Brett. Mittlerweile ist er 63 Jahre alt und fährt sich immer noch einen Wolf zusammen. Auf der ganzen Welt ist er unterwegs. Jetzt ist er gerade mal in Deutschland, in Berlin. Und das heißt natürlich, er muss uns hier besuchen und das tut er auch. Und Besuch hatten wir an unserem Privatstrand. Klaas und ich haben in Empfang genommen Colleen, Fernandez und Nadine, Vasta von Viva Live. Sie wollten, dass wir zu Ihnen in die Sendung kommen. Wir haben gesagt, da müsst ihr aber erstmal euren Mann stehen. Sie waren dabei, das dümmste Aushalten aller Zeiten. Und sie ist heute da, Sommer. Sie hat ein Buch geschrieben, das ihren Namen trägt, Dirty Girl. 33 Geschichten aus ihrem Herzen und aus ihrem Bett. Und ja, ich freue mich. Und auf die freue ich mich schon die ganze Woche. Darwin, Deez sind heute zu Gast. Mit dem zurzeit süßesten Video auf MTV mit Radar Detector werden die heute live performen. Also ich hoffe, ihr habt es verstanden, ne? Aber ganz sicher. Ja, gleich geht das los, ihr Knallchargen. Dranbleiben, ne? Tschüss. Tschüss. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe MTV Home. Ja, mit ihr würde der Mel Gibson das nicht machen, oder? Unsere schönste Agentin, Russlands Antwort, Paulina Budinski. Und hier steht sie tatsächlich, ja. Wahnsinnig interessant, ja, wahnsinnig schön. Live Band, ich kann es kaum fassen. Bienvenido a la show con la coche. Hallo, herzlich willkommen zur Kopfnuss unter den deutschen Late-Night-Shows. Herzlich willkommen zu MTV Home. Schön ist es, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich darf an dieser Stelle direkt Ihren Moderator vorstellen. Meine Herren, liebe Kinder, hier ist er, hier ist der neue Manager von Menowin Fröhlich. Meine Damen und Herren, hier ist für Sie Joko Winterscheid. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, bei seiner Geburt 1983 haben sich viele schon gedacht, so, das sieht aber unförmig aus. Aber hatten immer noch die Hoffnung, das wächst ein bisschen raus. Ja. Gucken wir uns ihn heute an, sagen wir so, nein. Der ist immer noch so. Ja, wir geben diesem Haufen Haut und Haare einen Namen. Klaas-Heufer Umlauf, Ladies and Gentlemen. Du bist ein krankes Ja, Schwein, ich Joachim. bin so nett zu dir heute. Wir haben heute einen wunderbaren Gast und ich freue mich total, dass er heute hier ist. Er ist eigentlich schon, gehört er zum erweiterten MTV Home Freundeskreis. Er war schon mal bei MTV Home. Wir haben ihn eine Woche lang beim Gumball belästigt. Er war mit Paulina in der Kiste. Was will man mehr? War ganz geil. Welche Überraschung. Es ist tatsächlich ja, der CEO of International Skateboarding, Tony Hawk, wird heute bei uns sein. Ja, live und persönlich. Und außerdem haben wir eine Gästin, ein weiblicher Gast. Ja, sie hat ein Buch geschrieben über Dinge wie Knattern, ein Wegstecken, Verräumen, Bügeln, was man alles dazu sagen kann. Schön ein Aufsetzen. Schön ein Aufsetzen, genau. Sex, um es kurz zu sagen. Ja, 33 Geschichten aus ihrem Herzen und aus ihrem Bett. Sommer heute bei uns und wir reden genau über dieses Buch. Und außerdem haben wir ein musikalisches Highlight am Ende der Sendung. Darwin, Deez, eine Indie-Folk-Truppe aus New York City. Sie haben, glaube ich, momentan ja eins der sympathischsten Lieder, ja, mit dazugehörigem Video auch hier. Und sie werden heute hier bei MTV Home auftreten, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und wir haben eine Neuerung bei MTV Home, denn wir haben uns überlegt, wie können wir dieser Sendung Bedeutung zumessen. Und deswegen dachten wir uns einfach, wenn man jede Sendung einfach mit einem historischen Moment beginnen würde, der noch in den Geschichtsbüchern unserer Enkel steht, dann haben wir doch was andere Sendungen nicht haben. Und deswegen kommt dieser historische Moment jetzt. Genau, jetzt kommt nämlich Folgendes. Ja, Colleen, Fernandez und Nadine Vasta von Viva Live haben uns ein wenig herausgefordert. Ja, sie wollten, dass wir in ihre Sendung kommen. Wir haben gesagt, sehr gerne, aber wenn, nur zu unseren Bedingungen. Ja, wir wollten einfach mal wissen, ob sie tatsächlich auch die Eierstöcke haben, es mit uns aufzunehmen. Und wir haben es versucht. Ja, ein Aushalten nach unseren Regeln. Ohne Regeln halt. Ja, hier kommt der erste Teil.
Einen schönen guten Tag. Wir beiden fühlen uns wie 27 Schüler und eine schwangere Frau in einem bundesdeutschen ICE. Und das liegt an den Temperaturen, die heute hier herrschen. Man kann sagen, es ist sehr, sehr heiß und trotzdem sind wir mal wieder hier und müssen irgendeinen Quatsch machen. Warum ist das so? Alles hat angefangen mit dem Film Night and Day. In den Rollen, die Tom Cruise und Cameron Diaz in diesem Film spielen müssen, ja, könnten sie eigentlich unterschiedlicher nicht sein und trotzdem müssen sie in irgendeiner Form zusammenkommen. Und genau das werden wir auch probieren. In unserem Fall ist das MTV Home und Viva Live. MTV Home repräsentiert von uns beiden, Viva Live repräsentiert von Colleen Fernandez und Nadine Vasta. Die beiden werden heute mit uns den Winter in den Sommer bringen. Hört sich bekloppt an, ist allerdings auch so. Das hier ist ein Spezial Aushalten. Ja, guten Tag, pünktlich. Sommer. Wie uns von euch erwartet. Nadine, schön, dass du da bist. Ja. Noch? Was müssen wir machen? Ja, was glaubt ihr denn? Ja, ich sehe Liegestühle, ich sehe Strand. Ich befürchte aber, dass du nicht alles. Kotzen wir jetzt um die Wette? Nein. Alles ganz entspannt. Wir haben gesagt, Tag am See. Wir erzählen keinen Scheiß, ja. Wir belügen euch ja auch nicht im Vorfeld. Es ist alles natürlich so, wie wir gesagt haben. Ihr könnt vielleicht mal kurz einen Blick darüber werfen, ja? Aber es ist schon klar, dass wir gerade 40 Grad haben hier Und in die Berlin. Winterklamotten sollen wir anziehen, oder was? Ja, also wir ziehen die auch an. Wir haben Schuhe, also so Moonboots und Was ist denn, wenn wir es nicht machen? Machen wir es halt nicht. Ja. Nein. Also wenn ihr das nicht macht, dann das ist die Bedingung. Sonst kommen wir nicht zu euch in die Sendung. Bei dem Wetter hier am Strand. Ich meine, was soll das? Ja, gut, lächerlich. Ne? Ja, lass ich mir unterstellen. Ne? Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Ja, was sollen wir machen? Das kommt ja nicht, oder? Ja, ziehen wir uns alle an, unsere Sonnenschutzkleidung, ja. Und dann geht's in eine, und ich glaube, historische Begegnung des Spiels Aushalten. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Bisschen was muss man natürlich noch erzählen. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir Unmenschen wären. Wir haben hier natürlich eine Kühltruhe mit Getränken. Das war Und da kann man natürlich, wenn man da mal Durst bekommt, gerne, ja, auch jederzeit sich was zu trinken holen. Der Haken an der Geschichte, hier oben liegen so Ereigniskarten drauf. Das sind einmal Sommer-Ereigniskarten und einmal Winter-Ereigniskarten. Jedes Mal, wenn man ein Glas Wasser trinkt, muss man auch so eine Karte dazu ziehen. Und ganz wichtig ist, ja, das Aushalten geht darum, dass man was aushält, nämlich hier sitzen. Und der Erste von einem Team, der es nicht mehr schafft auszuhalten, der zieht sein ganzes Team mit in die Kacke und hat verloren. Versteht nicht ihr? so lang. Lass bitte anfangen, weil das ist hier eine harte Herausforderung. Ist gar kein Problem. Ladies and Gentlemen, Es geht los. Easy. So, und das ist es jetzt. Wir liegen hier rum, schwitzen in unsere Anzüge rein. Ja, genau Und warten. das ist halt Aushalten, verdammt nochmal. Ich habe doch gesagt, es gibt nicht so viele Regeln. Was macht er denn nächste Woche? Zähne ziehen, anpinkeln. Gute Idee. Anpinkeln wie geil, so scheiße. Gar nicht so eine schlechte Idee. Ne? Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Sei jetzt nicht böse. Na, du trinkst jetzt nichts, Alter. Joko, wir trinken nichts die ganze Zeit. Nein. Wir trinken überhaupt nichts. Wir trinken nicht einen einzigen Schluck. Wir sind ein Team, ne? Und du machst Ja, wieder aber nur weißt du, Scheiße. gleich ist die Ne? Situation ja auch so neu, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Komm mal hier. So, jetzt wirst du mich nämlich lieben. Ventilator! Wir haben Andersrum, Ventilator. das geht mir nicht ab damit. Oh. Ja, wir brauchen das Kabel. Ich wollte gerade sagen, wir Thomas, gib mir das. Tu das, bring es, die Verlängerung Steck das für mal Ding noch. in die Steckdose vielleicht. Es gibt keine Steckdose. Ihr habt jetzt 1 Minute Ventilator, die Zeit läuft. Was dürfen wir den Willst im du mich Arm jetzt haben oder was? verkohlen, Dürfen wir den oder was? Ventilator mal Was auf soll den der Schoß Kack nehmen? denn Oder? jetzt schon wieder? Meine Güte, als wäre es jetzt so schlimm. Sag doch mal was. Jetzt geht's Ganz los. ehrlich, ich habe mit dem Verein hier abgeschlossen. Ne? Hier, scheiß auf die Minute. Du kannst den Ventilator mitnehmen. Das braucht dringend was zu trinken. Ich glaube auch. Geben? Also okay. Ja. Ja.
Ich habe so einen trockenen Mund, das geht nicht. Ein bisschen schnell aufgestanden, ne? Ein bisschen flott vom Stuhl hoch. Ja, dann bist du eigentlich vom behinderten Affen gebissen, oder was? Man kann nicht Schlittschuh fahren auf einem See, der nicht gefroren ist. Das ist ehrlich gesagt die größte Vollidioten unter der Sonne. Ne? Und zwar buchstäblich heute. Ne? Unter der Sonne. Ja. Jetzt hör auf zu lachen. Nein, jetzt kommt Performance. Wir sind born to perform. Das bist du, das ist deine Disziplin. Du kannst jetzt glänzen, du kannst Geschichte schreiben. Könnt ihr da kurz alle mal zur Seite gehen? Ich fahre von hier bis zu der Boje und wieder zurück. Ich brauche diese Strecke hier, weil ich da gleich lang rasen werde. Ja, aber weißt du, der Versuch war schon vieles wert. Da müssen wir 3 Pirouetten machen. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu unserem heutigen Gast bei MTV Home. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Ja, sagt bitte herzlich willkommen zum President of International Skateboarding. It's Mr. Tony Hawk. Schönen guten Tag. Nice to see you. Hey. Nice to have you on the show. Hi. Nice to meet you. Tony, just have a seat right here. So, now you're back in Berlin. So, for how many times have you been in Berlin now? Can you count? Well, 4 or 5, yeah. Okay, so it's like always this Tony Hawk World Tour, which is traveling around the world all the time? Yeah, I travel quite a bit. But the last few times I was in Berlin, I was only doing sort of press stuff, interviews and things, and this time we're actually doing a show, so I'm excited about that. So do you have to have like training or rehearsals, or do you just start it up when the show starts? If it's a new setup or a new ramp, we like to get warmed up, because I don't want to get used to something in front of people, you know, because then they think you're not that good, usually. Yeah, but do you still have to get used to something? Because haven't you just done everything up to now? Yeah, but everything's a little different, and I usually skate my own ramp. Yeah. So I'm very used to that feel and that transition and things, and so to come to something new,
it takes a little bit to get used to. Not very long. Like we actually just went and got used to it for about an hour. But if you just skate with some other skateboard pros and stuff, are you still the best? Well, that's a matter of opinion. I mean, I have certain signature moves that I can do and that I like to stick with, and yeah, things like that. And then some people are more into sort of the technical flipping tricks and things like that. So what you basically say that there are some people that can technically better skateboard than you do. Yeah, well, it's like I said, it's like an art form. So I don't like to compare art against art. Yeah. You know what I mean? And I don't say that I'm the best skater. No, there are plenty of people that do stuff that I can't do. We had like last week there was Ozzy Osbourne on the program. Oh yeah. And he just told us that there was some guy that just know him from TV, and they were like, "What are you doing here in Chicago?" And he was like, "Yeah, I'm doing a show. Show with what?" So they really forgot that he's a musician. So Right. are there some people that ask you like, "Okay, what are you doing here?" Because you're like a celebrity at all. Tony Hawk is a brand. So do the people forget what you really did? There's some people that think I'm just a video game character. Yeah. What do you do about it? So? I try to prove to them that I actually am real and I'm flesh and blood, and you can. Okay. And I skate. Touch you. And I actually do skate. And if I do fall, I do actually bleed, like in the video game. Yeah. Okay. So is this maybe one thing that is, you just go to TV shows, you skate, you hang around with friends, you do the gumball. It seems very easy to be Tony Hawk. So what is the stressy part about being Tony Hawk? Well, for one, the travel schedule is hectic, and I have a family, so that's difficult to balance. Yeah. But mostly that they think you can perform magic anywhere, anytime on a skateboard. Yeah. And you do have to, like I said, you have to get used to new terrains, you have to get used to new things, and if you want to learn moves, I don't do that in public, because I don't want people to want to see you just falling over. But you don't have to do it in public because you have your own private skating pool in your own garden. And we can just have a look at this, because you just have your own camera and you film yourself doing new stuff. Oh yeah. And we just saw this on the Internet and we want to show you. Also hier seht ihr mal Tony Hawk bei sich im Garten, wie er mal ein bisschen durch die Gegend fährt. Aus Spaß. That's really you. So what is it like for you to see yourself skating after all these years? As long as it's edited well, then it's fun. No. No, it's I'm used to it. I mean, I'm used to seeing my own style and things like that, and definitely it helps improve what you do. If you're watching yourself on video, there are things you don't even think about that you do, and maybe you want to change up and improve on. But that I actually shot myself. So that was just to pose. Yeah, that was not to train. No, that was just for fun. But we actually, on our website, on Shred or Die, we had a thing going where people would film themselves and edit it themselves, and so I did that in my backyard. Okay, so everywhere you go, there's always Tony Hawk legend. Yeah, Tony Hawk legend. So do you feel some kind of a pressure that you have everything you do, you have to deliver to this legend status? Well, firstly, it just makes you feel old, but yeah, there is a bit of pressure for sure. When if people recognize your name and they see stuff you do, maybe on video or in video games, and they think that you're capable of doing that all the time. And so if you're having a bad day or if you don't feel good, there's no time for that. You have to step it up. You just said before that it's hard to combine from time to time your family life with your thing like touring around the world and hanging around with buddies on the gumball. And how do you manage it? I just try to prioritize and figure out which events will have the most impact without the most travel. Like this tour we're doing right now is only 2 weeks. Yeah. We're doing 4 big shows and then 4 smaller shows, and I feel like that's a really good use of time. And we're hitting a lot of different countries in a very short time span. What is it like when you have like a parent-teacher conference? How do those teachers look at you? Like, oh, the skater boy? Well, they're used to it now, but yeah, I don't think that there's much. There's not such a stigma like that as there used to be. It used to be if you went, when like 10 years ago, even more when my oldest son was in school like that.
I definitely got some strange looks. Okay, so but what your mates and buddies found out during the Gumball 2010 is one funny fact that you really don't like it when someone surprisingly hugs you from behind. Is that right? No, with girls it's okay. With girls, With girls, it's okay. it's Yeah, okay. no, Okay. it's fine, no problem. So we have some more Just of this you. stuff, you know. No, I won't do it. So All right. I can't hug you surprisingly from behind because I'm sitting right next to you. But we have some. We just found something on the internet. Also ihr Oh, seht jetzt yeah. mal ein bisschen was vom Gumball. We found out that Tony doesn't like getting hugged from behind, so the whole goal of the trip now is to hug him as many times as we can. That's the one. What's wrong with you guys? I've been sleeping for 40 days and yeah, I know I'm sleeping 'cause this dream is too amazing. She got to go now where I used to be. One turn and I learned what he really needs to see. It's the magical mystery kind. Must be alive. Really don't like other people. Is that right? No, it started. That whole thing started because a guy that I know did that to me right as that trip started, and I was complaining to my friends. Yeah. That happened to Friends. me, and Yeah. then they chose to do that the whole time. Yeah. Okay, so we're glad that you're here, and you will stay just for another minute. Sure. So, wir sind gleich zurück, ja. Wir werden uns gleich wiedersehen. Paulina hat euch noch etwas zu sagen. Vielen Dank, Klaas, dass du schon alles gesagt hast, eigentlich. Ich gehe jetzt einen Olli üben und jetzt kommt der Lieblingsteil, die Werbung. Guten Tag, wir sind wieder zurück bei MTV Home, bei uns immer noch Tony Hawk. Da muss man nicht mehr viel zu sagen. We just said that you're a legend and stuff, and everyone knows that. But you don't make a lot of out of your status. So if you just when I saw you on the Gumball, you were just hanging out with your friends and stuff. Yeah. And, you had some fans and they want your autograph and stuff. But it was okay, except the one fact that we all had to fly Finland Air, and you had your own private jet. No, it's not mine. Even It's not your mine. friends, even your friends had to fly Finland Air, and you were alone in this big 9-person private jet. Okay, hold on. It was not mine. It was another guy on the Gumball rally who lives in San Diego, so I know him. Yeah. And he invited me, and only me. What would you do? The same thing. So. Okay, thank you. Yeah, Thank all you. right, but I thought it was maybe yours. No, I don't. No, I'm not balling that hard. You lend one from Activision, right? Sometimes, yes. Yes. People know people. You know, when you reach a certain point of success and you have a certain amount of money and stuff, you get to know if you want or not a certain group of people, especially in the USA. So how do you avoid hanging around with people that just come up when you're, what you call a VIP? I don't really have to worry about that. I don't live in Los Angeles or Hollywood. I don't live where it's, all the craziness like that. Yeah. I live in San Diego, and I'm pretty low-key, and like I said, when I'm home, I just try to spend time with my kids. So I don't really have to worry about those situations so much. I don't go to movie premieres and clubbing and stuff. So it's not that hard, really. But sometimes it's a little strange, especially if you encounter a big group of kids. Yeah. And if I'm with my own kids, all of a sudden they all want a piece of you and they want your time, and that's hard for me because I'm trying to spend time with my own kids. But isn't it like the other way around? Because what kind of role model are you as a skater, a professional skater? What would you do when one of your kids says, "Okay, I want to do something really boring in your eyes, Dad. I want to work for an insurance company from 9 to 5." What would you tell them? If they love it, I would support them. I mean, when I was growing up, I was doing something very different than everyone else. I was skating, and my parents supported me in that. They encouraged me to do it because they saw that I had a passion for it. And I was lucky because all of my friends who skated, their parents did not want them skating. Yeah.
So if my kids, if they choose something else, it's fine with me. It's, you know, maybe I won't understand it, and maybe I won't identify with it as much, but it's okay. It's like the other way around. Does any kid actually say that, though? Does any kid say, I want to be an insurance salesman? Yeah, just because the father is not. In Germany, everyone, but just because the father does something else. You know, just the revolution okay. From the other side. So, yeah. Maybe that's it. So, is there currently something on the market where we have to tell the people them to buy? Do we have to tell? Yes. Yeah. Go buy. No. Okay. Just. I am making a new video game, Tony Hawk's Shred. So I'm excited about that. Okay. Yes. Is this something different compared to the others? It's a board controller that you stand on, like our previous game. I did that. But the software integration is much better. The skating is much bigger. So stunts the are old bigger. one was crap. It wasn't crap. No, I loved it. You know, but we've made it better because we're doing a sequel and we've added snowboarding. Snowboarding. Yeah, okay. as well. Okay, so also, you can do it all the year right now, yeah? Yes. Ja, alles klar. In your living room. Man kann jetzt auch, also Sommers wie Winters mit Tony Hawk verbringen, denn es gibt ein neues Videospiel, da kann man auf so einem Ding, also Skateboard, Snowboard draufstehen und es macht viel Spaß. Kann man kaufen, kann man auch sein lassen. Ansonsten ist er ein netter Kerl und wir sind froh, dass er hier war. Zum zweiten Mal mittlerweile. It was his second time at MTV Home, so yeah, thanks for being here. Yeah, thanks for being on the program. And that's it so far. Okay. Tony Hawk. Ja, und da kann man schon mal sagen, ja, Tony tatsächlich lebt am Strand. Klaas und ich waren mit Frau Vasta und mit Frau Fernandez von Viva Live am Strand, haben eine Extremsituation aushalten gespielt. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt einfach mal die zweite Folge an. Lauter reden, ich verstehe dich sonst nicht. Ist der Schweiß in die Ohren gelaufen, oder? Ja. Aushalten ist ein verdammter Thrill, Alter. Wir genießen die Stille und die Wärme. Trink doch noch mal was. Vom Klaas. Ey, wenn ich gegenrechne, ein Schluck Wasser, weil ich eh keinen Durst habe, so wie jetzt, gegen diesen Scheiß, den man da wieder machen muss, ganz ehrlich, das war für mich gerade sehr, sehr anstrengend, alleine da bis zum See da runter zu laufen. Aber es war wunderschön. Ja. Halt dir die Klappe, wenn ich was trinke? Ja. Das ist ja unerträglich, was du hier erzählst. Das macht gar keinen Sinn mehr. Aber Joko, nichts trinken. Du ziehst uns doch beide rein. Guck doch mal, wie ich hier hänge. Du kannst doch nichts trinken, wenn wir jetzt da irgendwas Körperliches machen müssen. Du kannst doch jetzt nichts trinken. Ja gut, dann viel Glück. Das tut ganz schön gut, du. Das war richtig gut. Ja? Die Karte, Junge. Los, Fetti. Und was will ich darum geben, mir die Möglichkeit zu haben, zu rülpsen? Sommerereigniskarte. Ja, ist was? Sommerliche ICE-Fahrt. Yeah. 1 Minute in einem Wagen verbringen. In Klammern, das Auto steht in der Sonne. Die Fenster sind zu. Klammer zu. So, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten fährt der ICE Richtung Blödenhausen ab. Die Türen schließen automatisch. So. Oh, ist das eklig. Abfahren. Oh, Klaas, bitte. Die Mädels erfahren es noch nie. Ja, man versteht gar nichts, wie schade. So, ich stehe in der Sonne hier. Du bist so ein blöder Penner, hä? Ich drück jetzt drauf, ne? Dann läuft die Zeit halt ab jetzt, aber man muss die Zeit ja auch richtig einhalten, oder? Jetzt drück dein Auto, Spasti! Wenn man halt die ganze Zeit, weißt du, wenn du hier rumquatscht und was ich um die Zeit verstreichen Lass lässt. einfach oben auf. Ich gebe dir 2 Sekunden. Entweder bist du dann tot oder die Uhr läuft. Ja, die Uhr läuft. Läuft. So. Ja, läuft.
Mach dir mal kalte Gedanken. Diese Hälfte. Klaas, Bruder, wie lange noch? Ich muss hier raus. Noch 35 Sekunden. Ach, jetzt hör doch auf, jetzt glaubt dir doch kein Mensch. Klaas, schick mal deine Hand hier dran, sag mir, dass du mich lieb hast. Sag mir, dass du mich lieb hast. Sag mir, dass du mich lieb hast. Lass ihn raus, ne? Ja, komm. Ist gut, aber ganz ehrlich. Oh Gott, ey. Ihr seid solche Schweine, wirklich. Jeden von Jürgen, Defibrillator, Defibrillator. Eine Sauerstoffsättigung ist noch im guten Normbereich bei 96%. Was? Kannst du mal am Kopf messen, bitte? Joko, also du müsstest auch aus dem Schatten jetzt raus, sonst ist es echt Spielverzerrung. So. Oh. Oh. Ups, Joko, pups. Hat auch schon passiert. Entschuldigung? Ich habe mal eine Frage. Ist euch nicht irgendwie warm in den dicken Klamotten? Oder? So, verpiss dich. Ich wollte nur fragen. Ja, verpiss dich. Hier, sie trinkt was, sie trinkt was. Also, baden! Da muss doch ein Haken sein, warte mal. Klammer auf. Klamotten anbehalten, Klammer zu. Das ist nicht dein Ernst, ne? Was kommt als nächstes? Pralinen für Nadine? Ja, tschüss. Meinst du, wir haben schon so viel geschwitzt, dass ich meinen Bauch ein bisschen verloren habe? Nee, ich glaube, so viel kann man nicht schwitzen. Was ist? Nix, ich glaube, die Hitze hat mir gerade einen Streich gespielt oder so. Colleen! Ich bin so erfrischt. Aber ganz ehrlich mal, Colleen, ich fühle mich auch einigermaßen gut, Joko auch. Und ich glaube, das wird mal ganz klares Unentschieden. Und deswegen sage ich mir jetzt, trinke ich einfach noch mal einen Schluck. Ich meine, warum soll ich mich hier quälen? Ja. So. Cheers. Nee, mach ich nicht. Wirklich nicht. Was denn? Hallo, kann ich auch mal mitreden? Was soll das denn jetzt? Mit Sonnenöl, Alter. Klar, dann gewinnen die. Ich weiß nicht, ob wir im Plan haben, dass die gewinnen. Komm, Klaas, jetzt hast du so toll durchgehalten. Jetzt ist es Homophobie. Nein, Jokophobie. Denk einfach nur an den Sieg. Komm, ist egal. Nee, denk gar nicht drüber nach. Denk gar nicht drüber nach. Komm. Klaas, das fühlt sich eklig an, aber für den Sieg. Nee, wenn das ist nicht aus dem Kontext. Nee. Hier wissen die Leute warum, wenn er das filmt, dann ist das. Macht das. Nee, Leute, nee, Feierabend. Dann haben wir aber verloren, ne? Ja, dann haben wir halt verloren. Klaas, dann haben wir verloren. Ja, ich bin auch nicht euer Äffchen. So, tschüss. Klaas! Ja! Mann, verpiss dich! Ab! Wirklich, oder ich vergesse mich gleich, Alter. Ernsthaft. Und du auch, komm weg, reicht, dass der andere Vogel hier schon abhaut, oder? Verpiss dich! Soll ich nur mit Idioten zusammen?
Ich mache echt alles, ne? 90.000 Menschen können vor der Bühne stehen, dann singe ich. Ich lasse mit Gotcha-Kugeln auf meine nackten Füße schießen, ja, alles in Ordnung. Aber ich schmier dich nicht mit Sonnenöl ein. Dennoch, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das wäre es dennoch weg. Können wir anders mal drüber reden? Nicht jetzt. Ladies and Gentlemen, wenn ihr unseren nächsten Gast erkennt und sagt, ey, die kenne ich doch, hoffe ich für euch, ihr habt nicht mit ihr geschlafen, denn dann könnte es durchaus sein, dass ihr hier drin steht. Ja, in diesem Buch nimmt sie kein Blatt vor den Mund, aber eine Menge da rein. Es sind ihre Sexgeschichten und ja, vielleicht ist einer davon auch von euch. Hier ist Marie Sommer, das Dirty Girl. Hallöchen. Hallo. Herzlich willkommen. Bitte? Hallo. Marie. Hallöchen. So, bitte setz dich. Und damit, ja, ey. Und damit gleich natürlich die erste Frage. Wie wird man Sexpertin? Ist tatsächlich viel Sex ausreichend oder? Natürlich sollte man ein bisschen Sex haben, um darüber was zu schreiben. Das ist ja ganz klar. Aber ich finde es ja immer wieder interessant, ja, dass dann gleich, wenn es um Sex geht, so eine Musik kommt. Und das ist immer gleich Was so... für eine Musik? Wovon redest du? Na, so eine Musik halt. Ja, so ist es gleich immer so... Sex. Ne? Aber ganz ehrlich, man muss sich ja schon fragen, wenn man das Buch so liest, ist das so, dass du der ganzen Welt sagen willst, so, hey, hallo, ich hab Sex, ihr nicht und es ist total geil, was ich da hatte? Gar nicht. Sondern? Es geht ja nicht nur um Sex. Es steht ja nicht umsonst auch drauf. Ich bin natürlich ein Kerl, ich lese das aus einem anderen Gesichtspunkt. Auch aus meinem Herzen, ja. Es geht ja auch ganz viel um diesen ganzen Liebesscheiß, den man so auch erlebt, ja, um dieses ganze Herzschlamassel. Man verliebt sich in einen, der will nicht. Und was man dann macht, man lässt sich auch auf irgendeinen blöden Typen ein, weil man eigentlich auf dessen Freund scharf ist. Und also man stellt ja doch auch ziemlich viel Blödsinn an. Und darum geht's auch. Und das war auch so ein bisschen meine Absicht, dass ich gesagt habe, mir geht da immer so viel durch den Kopf, auch beim Sex. Ja, also ich finde zum Beispiel, Sex ist ja nie, es wird total viel drüber gesprochen und in Zeitungen geschrieben und habe heute wieder, als ich hergeflogen bin, in einer Frauenzeitschrift 10.000 Dinge, die sie tun sollen, um ihr Sexleben aufzufrischen. Aber das ist immer alles so easy gesagt, aber das ist gar nicht so einfach. Und ja, ich weiß nicht. Am besten ist ja so, man sollte gar nichts denken. Aber ich finde, bei mir ist es immer so, dass ich denke, oh Gott, was macht er denn jetzt? Und der fühlt sich komisch an. Und denkst du nicht auch tatsächlich, dass man sich mit so einem Buch so ein wenig so einen Seelenstriptease hinlegt und ganz viele Leute so einlädt, zum Beispiel zum Stalken? Nö. Nee? Aber ist es denn so schlimm? Also ich würde sagen, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich hatte hier und da rote Ohren. Ehrlich? Wo denn? Wo wir gerade beim Stalken waren. Was ist eigentlich mit deinem Stalker hier? Serda? Da könnt ihr die Bumsmusik kurz mal ausmachen. Was heißt hier die Bumsmusik? Jetzt wird's nämlich, ja klar. Gibt's die noch? Ja, jeden Tag 14 Videos ungefähr. Ehrlich? Ja. Willst du sehen, oder? Ich glaube, viel beschissener kann es ja nicht mehr werden, als es bisher schon war. Ja, ich kann dir gerne mal nach dem Shuffle-Prinzip mal eins der vielen Videos zeigen, was er mir wieder geschickt hat. Servus Munjo, mein persönlicher Lieblingstürke. Bitte sehr. Hey Klaas, ich bin's. Keine Angst, ich will euch nicht stören. Nachher beschwert ihr euch wieder öffentlich. Ich würde euch stalken in eurer Pussy-Sendung. Nein, ich wollte mich nur zurückmelden. Ich war ja in Afghanistan im Urlaub. Und dann komme ich wieder und lese in der Zeitung Burka-Verbot. Burka-Verbot. Hä? Ich bin dafür, ja, ganz ehrlich. Also ich zum Beispiel, ja, ich war in Afghanistan und habe mir da so einen Burka-Luder bestellt. Man hat ja Gefühle, ja, um mir einen kauen zu lassen. Und da bin ich so in die reingerutscht, ja. Und plötzlich habe ich so rote Püstelchen am Sack und so eine ganz komische Kacke. Ja, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich weiß, Burka-Verbot ist in Ordnung. Da weiß man, was man bumst. Also viele Grüße und guck am Samstag mal in meine Sendung www.hatenight.com. Das ist ekelhaft. Ja, da wären wir mal wieder beim üblichen MTV Home Niveau angekommen. Mann, bin ich froh, dass der Tony Hawk nicht mehr da ist. Echt, ey. Marie Sommer bleibt noch bei uns. Die ist ja alles Menschliche gewohnt. Außerdem performen auf unserer Bühne live Darwin, Deez. Auf die freue ich mich ganz besonders. Willkommen zurück bei MTV Home. Marie Sommer ist zu Gast, hat dieses tolle Buch geschrieben, Dirty Girl. Ja, Geschichten aus ihrem Herzen und aus ihrem Bett. Und gleich haben wir noch Darwin, Deez zu Gast. Tatsächlich muss man dich ja bei diesem Buch fragen,
Ja, danke schön. Da war doch was. Da war doch was, richtig. Extrem Kurzzeitgedächtnis. Tatsächlich muss man dich bei diesem Buch so ein bisschen fragen, wie viele Männer graben dich denn jetzt an? Ich meine, ist es nicht unangenehm, wenn alle wissen, dass du solche Geschichten gehabt hast? Man wird so ein Objekt? Nö. Gar nicht. Also ich muss ja auch in Anführungsstrichen zu meiner Verteidigung sagen, das sind ja jetzt nicht die bombastischen, ausgefallenen, super crazy Sexgeschichten, sondern es sind ja, also ich habe ganz normalen Sex gehabt, ja. Aber es ist, also nicht irgendwie Bondage in China auf der Mauer mit solchen Vibratoren oder so. Sowas gibt es ja bei mir gar nicht. Nee, das stimmt, aber es ist ja schon relativ geil geschrieben, sage ich jetzt einfach mal. Ehrlich? Ja, aber mich würde interessieren, wird man da selber wieder horny, wenn man das schreibt? Nee, gar nicht. Nee? Nee, also es war eher oft so, dass ich dachte, oh Gott, wieso? Also ich habe mich dann eher geärgert, ja? Wieso hast du dich auf diesen Typen eingelassen, ja? Ehrlich, das war eher ein Verarbeiten der Geschichte. Das schon, ja. Aber was müsste ich denn, weil du hast ja tatsächlich so ein Händchen dafür, Geschichten irgendwie zu sehen, was müsste ich denn in diesem Interview richtig machen, dass es nachher im Gästeraum hinten bei dir noch richtig zur Sache geht mit uns beiden? Ich bin ja jetzt nicht mehr dirty, ich bin ja jetzt lieb. Hier. Ach so. Ich hab doch meine Nummer 1 gefunden. Deine Nummer 1 hast du gefunden? Was sagt denn der zu dem Buch? Ja, er hat es tatsächlich vor meiner Hochzeit, 2 Tage bevor wir geheiratet haben, hat er das zu Ende gelesen und er hat trotzdem Ja gesagt. Besser kann es ja nicht laufen. Ja, also natürlich kommt schon hin und wieder noch mal so eine Anspielung, so wer war denn das eigentlich noch mal und gefällt dir der eigentlich auch? Aber ich glaube, er hat gesagt, das hat ihm schon geholfen, mich auch besser zu verstehen. Eine schöne Geschichte ist ja, ich weiß gar nicht, ob dein Mann das weiß, aber Nummer 16 aus dem Buch wohnt ja zum Beispiel noch bei euch in der Straße, ne? Ja, das stimmt. Und Nummer 16 war ja damals der schlimme Schwerenöter und er ist jetzt Papa geworden. Das gibt's ja gar nicht. Also, Ja. so ist das manchmal. Aber du hast zum Beispiel auch so eine Gabe, beschreibst du in diesem Buch, dass man Männer so kategorisieren kann, ja? Ja. Also, wo du sagst, so, die sehen dann so rough aus, sind aber ganz lieb oder umgekehrt. Genau. Wenn du Klaas jetzt zum Beispiel siehst, was würdest du sagen, was ist Klaas für ein Typ im Bett? Das kann man. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es tut mir, also kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen? Also ich hatte zum Beispiel mein absoluter Teenie-Schwarm, ja, ich weiß gar nicht, Nummer 13, glaube ich. Ist den total geiler Typ. Sind die Nummern da eigentlich? Super, Nummer 26, aber ich hatte nicht mit allen Sex. Also ich hatte auch nur mit welchen mal nur Manchen geknutscht oder einfach so. auch nur Blasen. Nein, aber der sah total geil aus, ein Adonis vor dem Herrn und das war eine absolute Katastrophe im Bett. Oder andersrum, ein Typ, der voll bullig und hässlich und ich weiß auch nicht, warum ich mich auf ihn eingelassen habe. Kurz gesagt, du meinst, da ist Hopfen und meinst noch nicht Das verloren. ich kann trotz meiner fahlen Erscheinung überraschen. Also you never know, das ist es ja auch gerade beim Und you Sex. never walk alone. Ja, du weißt es ja auch nie. Auch ich finde zum Beispiel das erste Wie meine Oma immer sagte, zum Tango-Tanzen gehören auch immer 2. Ne? Also Genau. ich würde vielleicht auch noch mal ein Wörtchen mitreden dabei. Sehr geil. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Dirty Girl, ein Buch, was man lesen und kaufen sollte. Und in diesem Sinne, ja, kommen wir mal wieder hier zum täglichen Geschäft dieser Sendung. Ganz Danke, genau, Marie Sommer. denn wir haben ja, herzlichen Dank Marie Sommer, hier Darwin, Deez, ja, so heißt eine Band, so heißt der Sänger, um den sich diese Band formiert. Indie-Folk aus New York City, ja. So sieht das Album aus und Radar Detector ist der Song, den ihr jetzt hören dürft, hier bei MTV Home. Viel Spaß! You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong ditch the televangelist. And it's only been a week, but I know that you are mine to keep. You are a radar detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on, but you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I go shopping and fall asleep inside the mattress store. We cruise the neighborhood, but it's not supposed to feel this good. You are a radar detector, and I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on, but you are always looking out for me, because you are a radar detector. You are a radar
You are a radar detector. 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 I drive 1,000 miles an hour and I go on and on and on. You are always looking out. When I'm driving around. You are a radar detector. You are a radar detector. When I'm driving around. Thank you. Ja, herzlichen Dank. Thank you very much. So that was very, very good. Have you seen me dancing? Yeah, I saw. Yeah, so if you, man kann ja erkennen, ja, wie ein Mann tanzt, ja, da weiß man dann ja wieder und so weiter, ne? Super. Ja, ne? Also, wenn man das mal abgleicht, dann habe das müssen wir auch mal kurz abgleichen. Man muss das mal kurz abgleichen. Liebes BKA, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn gefunden. It's your dad. Meine Damen und Herren, ja, wir verabschieden uns. Bis in die nächste Woche. Das war MTV Home. Vielen Dank an Tony Hawk, an Marie Sommer und natürlich an Darwin Deez. Thank you very much. Dankeschön, Wiedersehen. Schönes Wochenende. Ciao.